Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Meine Lieblingsminiatur. Heute möchte ich Ihnen eine ganz besondere Miniatur vorstellen aus einem ganz besonderen Büchlein. Nämlich dieser kleinen Handschrift aus der Dubliner National Library, die einen Text von Franz von Retz aus dem 14. Jahrhundert enthält, in dem es darum geht, das Dogma der Jungfräulichkeit Mariens zu verteidigen. Und dies geschieht anhand kurioser, wunderbarer, naturgeschichtlicher, mythologischer Texte, aber auch Texte von Kirchenvätern, die genau dies tun sollen. Nämlich erklären, wie ist es möglich, dass Maria bei Empfängnis und Geburt Jungfrau geblieben ist. Diese Tatsache wird anhand kurioser Geschichten in diesem Büchlein erklärt. Eine dieser Geschichten möchte ich Ihnen nun gerne vorstellen, nämlich die Geschichte der Vestalin Tuska. Tuska wurde eine Verletzung der Jungfräulichkeit, der Keuschheit vorgeworfen und diese wurde bestraft mit dem Begraben bei lebendigem Leibe. Nun musste sie den Gegenbeweis antreten und der bestand darin, dass sie Wasser in einem Sieb vom Tiber bis zum Vesta-Tempel trug. Eine ganz besondere Bestätigung und Bezeugung ihrer Jungfräulichkeit. In der Miniatur, die wir in der Dubliner Handschrift sehen, sehen wir diese Szene ganz besonders dargestellt. Wir sehen ein junges Mädchen in einem blau wallenden Gewand mit einem Sieb auf ein palastartiges Gebäude zugehend. Im Hintergrund öffnet sich der Blick auf eine wunderbar detailliert fein dargestellte Landschaft. Wir sehen am Anfang des U-förmigen Weges links hinten einen Brunnen, von dem sie offensichtlich das Wasser in dem Sieb zu dem Palast trägt. Das Wasser ist in einer kleinen blauen Fläche angedeutet am Rande des Siebes zu erkennen. Das palastartige Gebäude soll wohl den Vesta-Tempel darstellen und der Brunnen den Tiber. Wir haben hier den direkten Konnex zu Mariens Jungfräulichkeit und das Dogma der Jungfräulichkeit Mariens soll so belegt werden. Diese Darstellung ist basierend auf einem Textfragment aus De Civitate Dei von Augustinus entstanden. Die Miniatur soll diese Textpassage nochmal erläutern. Das Motiv der Tuska, der Vestalin, wurde ganz gerne im 15. und 16. Jahrhundert auch in der christlichen Kunst übernommen. Wir haben da eine wunderschöne Abbildung von Mantegna, die die Vestalin zeigt. Dann gibt es diesen wunderschönen Tintoretto, der uns die gleiche Szene nochmal vor Augen führt. Aber auch in wichtigen Texten wurde sie erwähnt. Zum Beispiel in Petrarcas Trionfi kommt sie vor. Oder auch in ganz alten Textpassagen von Plinius dem Älteren, de Historia Naturalis, wird sie erwähnt. Als Symbol der Keuschheit, aber auch der Tapferkeit und des Mutes, den sie bewies, indem sie das Wasser des Tibers zum Vesta-Tempel trug, um ihre Jungfernschaft zu belegen. So wurde auch gerne das Sieb als Symbol der Keuschheit in anderen Darstellungen verwendet. Hier zum Beispiel eine Darstellung der Königin Elisabeth I. Sie trägt eindeutig ein Sieb, das ihre Keuschheit belegen soll, in der Hand. In unserem kleinen Büchlein besticht die Darstellung dieser liebevoll ausgeführten Szene durch ihren Detailreichtum und auch durch die Besonderheiten, die dieses Bild aufweist. Besonderheiten, die uns auch noch viele Jahre danach inspiriert haben. Diese und viele andere spannende Inhalte finden Sie auf unserem Kanal Medieval Art Stories. Folgen Sie uns und lernen Sie viele interessante Details zum Mittelalter und zur Geschichte.